Links und rechts 2 Kisten. Hinten ist Backerl drauf. Ja, ja, ja. Aus dem Weg. Ja, jetzt sehe ich auch mal was von der Landschaft. Wow, hier sind ein paar schöne Strände. So, nach nicht mal 60 Kilometern das nächste Problem. Ja. So, ich bin mal wieder auf einer Nachtfahrt unterwegs. Genau, mein Tank wurde ja geschweißt. Dazu hat er den auch ausgeleert. Der war eh eigentlich schon fast leer. Dann hat er noch ausgewaschen, komplett Wasser. Genau, und dann wollte ich zum Hotel zurück. Der Tank war ja leer. Ich hatte noch ungefähr 300 Milliliter Benzin dabei. Die hat er dann reingekippt, die Hälfte davon daneben. Ja, dann bin ich losgefahren und nach kurzer Strecke schon, da ist der Motor wieder ausgegangen, rumgestottert. Dachte mir, ja gut, war halt nicht genügend Sprit. Dann musste ich halt ja irgendwie noch zu meinem Hotel zurück, so 2 Kilometer oder so. Dann habe ich irgendeinen anderen Backpacker gesehen auf dem Motorrad, hat auch eine Honda Win. Dann habe ich halt schnell gefragt, ob er mich vorschieben kann. Dann habe ich aufgefüllt, 2 Liter oder so, kurze Probefahrt gemacht, lief super, okay. Habe dann ausgecheckt, bin losgefahren und wieder Stotter. Nach ein paar Metern schon habe ich mich wieder zu der Werkstatt schieben lassen, wo ich schon mal den Reifen habe machen lassen und Motorölwechsel. Genau, der hat dann Vergaser aufgemacht. Da war noch ziemlich viel Wasser drin von vorhin. Und auch im Tank war noch ein bisschen Wasser. Also alles raus. Dann wollte ich wieder losfahren, alles aufgepackt. Ja, mein Gasgriff, der hängt manchmal so ein bisschen. Das ist mir dann auch aufgefallen, hat er erst mal reparieren wollen. Und als ich los bin, da ist das Gas wieder hängen geblieben. Dann also Moped wieder rein. Und dann hat es wieder komplett zerlegt, den Tank abgebaut, komplett Sprit raus. Da war auch richtig viel Schmodder drin. Den Vergaser nochmal auf und komplett zerlegt und. War ein sehr netter Kerl. Hat wirklich viel für mich gearbeitet. Vielen Dank. Das sind schon sehr hilfsbereite Vietnamesen. Ja, dann bin ich auch erst immer um 5 Uhr losgekommen, 5 Uhr abends. Ja, und kaum fahre ich los, fängt es an zu regnen. Da bin ich erstmal zur Tankstelle, habe voll getankt, fahr los und dann hat es zum richtig Schiffen angefangen. Und das auch noch in Moinet, wo es ja doch sehr wenig regnet und wo die Sanddünen sind und so weiter. Also quasi Wüste. So, ich muss wieder auf meiner Motorradlinie fahren hier. Weil die Busse, die nehmen einfach alle Spuren auf einmal in Anspruch. Ja, und dann Regen gefahren, erstmal eine Stunde oder so. Aber seitdem geht es jetzt im Trocknen vorwärts. Bin noch voll in Regenklamotten, falls es doch wieder anfangen sollte. Aber wenn ich hochschaue, dann sehe ich jetzt Sterne. Und ich will in ungefähr 50 Kilometern, da kommt dann eine Ortschaft. Da suche ich mir dann ein Hotel, Gasthaus, irgendwas. Es ist jetzt schon 7:30, 7:45. Bin ich da vielleicht 8:30 oder sowas. Suche mir gleich ein Hotel. Gehe möglichst früh schlafen, morgen aufstehen um 6 Uhr oder so. Und dann möglichst früh wieder losfahren, weil ich habe noch richtig viel Strecke vor mir bis Hoi An. Also ich glaube, ich muss da morgen dann noch 550, 600 Kilometer oder so fahren. Das ist richtig viel. In Vietnam ist das richtig viel. Ja, dann sehen wir uns morgen vielleicht wieder. Bis dann. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, ich bin jetzt mal fast pünktlich losgekommen. Ich wollte um 8 los, jetzt ist 7:45. Jetzt fahren wir erstmal ein Stückel und tun dann mal tanken, vielleicht in 50 Kilometern. Oh, Polizei. Hoffen wir, dass sie mich nicht anhalten. Einfach so tun, als hätte man nichts gemacht.
habe gestern noch geschaut, bis Hoi An sind es jetzt 536 Kilometer, 10,25 Stunden, sagt mir Google Maps. Das wird aber, glaube ich, die längste Tagestour auf meiner Reise. Ich hatte mir vorgenommen, wenn ich dann oben Hoi An bin, dass ich einmal eine Kreuzfahrt in der Halongbucht mache. 3 Tage, 2 Nächte. Und das mache ich auf jeden Fall. Und ich wollte dann eigentlich auch noch weiter in den Norden, in die Berge, zu so Wasserfällen, und eine Höhle ist da auch noch. Das sind die 4 größten Wasserfälle der Welt. Aber das kostet mich knapp 3 Tage allein diese Wasserfälle anschauen mit der Höhle. Nee. Wir haben jetzt gedacht, dann mache ich danach meiner schönen Höhlentour in Phong Nha Nationalpark, lasse ich dann gemütlich angehen, fahre nach Hanoi, fahre gemütlich die Halongbucht-Tour. So ist jetzt der Plan. Schauen wir erstmal, dass wir gut nach Hanoi kommen, dann Hue, dann zum Phong Nha Park. Dann wird es hoffentlich gemütlicher. So, ich kann euch auch mal meine Jacke zeigen. Super Situation, wenn hier der LKW auf der Spur rumfährt auf meiner. Ja. Und zwar habe ich hier so eine, das ist ganz normales Polyester oder Nylon oder irgendwas mit so Löchern drin. Das heißt, da zieht die Luft ganz gut durch. Ist halt jetzt überhaupt nicht abriebfest, klar. Aber ja, da weiß man nie, was die wollen. Aber sie hat zumindest ein paar Protektoren, halt Schulter, Ellbogen, Rücken. Zumindest etwas. Dann habe ich noch meinen Vollintegralhelm. Ach, ihr könnt mich mal. So, genau. Ja. So läuft es hier, der Verkehr. Das ist normal. Darf man jetzt nicht geschockt sein. Ja, jetzt sehe ich auch mal was von der Landschaft. Sonst war ich ja fast bisher immer nur in der Nacht unterwegs. Und ihr wisst ja, da schaut alles gleich aus. Die Straßen schauen gleich aus, die Ortschaften schauen gleich aus. Total öde. Und jetzt kann ich wenigstens noch ein bisschen links, beziehungsweise rechts und links schauen. Ein bisschen die Landschaft genießen. Ein paar Berge hier und da. Und ja, jetzt sind wir gerade noch auf dem Weg nach Nha Tran. Das ist die nächste Ortschaft. Und ja, sehen wir ab und zu auch mal das Meer. Aus dem Weg. Oh, leck mich am Arsch. Bin ich noch richtig? Keine Ahnung. Jo, geil! Jetzt bin ich auch wieder beim Meer. Sieht sehr schön aus hier. Polizei. Jo, schick. Ich habe jetzt erst 50 Kilometer geschafft. Ach, in 50 Minuten. Kann man ja hochrechnen, wie lange man braucht. So, nach nicht mal 60 Kilometern das nächste Problem. Ja, Krümmerflansch ist ab. Sind wohl einfach haben sich vielleicht die Muttern gelöst. Ja, Mann. Gut, Werkstatt suchen. So, jetzt habe ich neue Bolzen bekommen für den Krümmerflansch. Und ja, dann habe ich gesehen, dass der Motor ein bisschen sippt. Das Öl runtertropft. Übrigens, das sind immer Mautstellen. Da müssen, wie man sieht, Motorräder nichts zahlen. Die können einfach durchfahren. Genau, ich habe gesehen, dass der Motor ein bisschen sippt. Dann hat er mir gleich noch die Getriebeausgangswellendichtung getauscht und Schalthebelwellendichtung hat er auch noch getauscht. Wollte ich die Kette noch kurz schmieren lassen. Ja, da stand auf dem Seitenständer, hat einfach bloß groben Motoröl drüber kaut. Auch über den Reifen und sonst überall.
Naja, hat 100.000 Dong gekostet, nicht mal ganz 4 Euro. Hat jetzt wieder locker 20 Minuten gedauert oder so. Und ich habe jetzt heute schon gut 60 Kilometer geschafft. Naja, immerhin. Weiter geht's. Ja, wie man sieht, manche transportieren noch mehr als ich mit dem Moped. Links und rechts 2 Kisten, hinten das Backerl drauf. Vorne auch noch Tüten und Taschen. Manche transportieren Ziegen, Hühner. Die ganze Familie, habe ich ja schon erzählt, in Ho Chi Minh City. Oh, tanken wollte ich ja. Zu spät. Nächste dann. Ja, so ein gleichmäßiges Dahinfahren ist ja einerseits ganz gut. Zum Beispiel, wenn der Motor einfach kontinuierlich in dem Teillastbereich dahin arbeiten kann. Weil ich fahre jetzt hier vielleicht 2/3 der Maximaldrehzahl, wenn überhaupt. Ja. Da kann er eigentlich dauerhaft gerecht gut arbeiten. Andererseits ist es ja wieder schlecht, wenn man so gleichmäßig dahin fährt. Weil jedes Bauteil, jede Verbindung hat ja eine Eigenfrequenz, und wenn man halt genau die Eigenfrequenz trifft und von irgendeinem Bauteil trifft man auf jeden Fall eine Eigenfrequenz eigentlich, dann schwingt sich das auf und dann kann das Bauteil eben brechen, ja, oder Verbindungen können aufgehen, wie eben die Krümmerbefestigung. Also, wie man macht, ist falsch, aber ja, man muss es so nehmen, wie es kommt. Dann das Beste daraus machen. Oh, wieder das Meer da drüben. Wow, hier sind ein paar schöne Strände. Davon habe ich auch schon gelesen im Reiseführer, dass es da richtig schöne Strände gibt. Ich bin jetzt gerade vorbei, leider einen. Ja, da liegt Müll, aber da war gerade einer, der war richtig schön. Richtig schöner Sand, paar Felsen, blau, türkises Meer. Na, da vorne ist auch ein schöner Strand. Neben dem Fischerhafen dann. Ja, wenn ich jetzt einem Vietnamesen erzähle, dass ich hier versuche, an einem Tag 530 Kilometer zu fahren mit dem Moped, die halten mich für verrückt. Ich habe ja schon einige wilde Touren gemacht. Ich bin ja mal von München nach Rom, Civitavecchia, zum Hafen, nachts um 3 losgefahren. Das sind 1000 Kilometer, davon 80% waren Landstraßen. Schön. Und da habe ich, glaube ich, 14 Stunden gebraucht. 12 Stunden davon bin ich im Regen gefahren. Sehr geil. Dann bin ich mal von München nach Südfrankreich, auch gut 1000 Kilometer. Nur mautfreie Straßen, also fast nur Landstraßen auch. Ein paar Schnellstraßen waren dabei. Habe ich 17 Stunden gebraucht. Und dann bin ich mal von München nach Barcelona. 1500 Kilometer, nur Autobahn. 14 Stunden. Alles mit Moped. Aber mein Moped hat ja funktioniert. Das ist halt hier ein bisschen schwieriger mit dem. Wenn da alle paar Stunden irgendwas ist. Ja, mal schauen, wie es weitergeht.